Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch das 10,25 Multimedia-System des Kia Proceed GT vorstellen will, auch UFO genannt. Als allererstes sehen wir den Home-Bildschirm, der in 3 Kacheln aufgeteilt ist. Dann, wenn wir einmal nach links wischen, sehen wir das Hauptmenü mit 12 Punkten, sowie wenn wir nochmal nach links wischen, noch 4 weitere Punkte. Diese Startansicht kann man manuell anpassen, indem man oben über Menü erstens die Startbildschirm-Widgets bearbeitet. Dabei kann man diese 3 Kacheln ändern. Auf der linken Seite haben wir nur noch 2 offene Kacheln, die wir auf die 3 rechten setzen können. Dazu drücken wir auf eine Kachel, halten es und schieben sie auf die Kachel, die wir ersetzen möchten. In dem Fall habe ich jetzt die Fahrtinfo durch das Wetter ersetzt. Und in diesem Fall, wenn wir nochmal nach vorne gehen, sieht man jetzt das Wetter vom aktuellen Standort. Ich habe es aber so eingestellt, dass ich diese Fahrinfo immer anzeige, da mich das Wetter jetzt nicht immer interessiert. Deswegen ist das meine Hauptanzeige. Wenn man nun Radio einschaltet, sieht man links, welcher Sender ist mit dem entsprechenden Logo. Hier bei Sunshine Live auch mit dem Titel und dem Interpreten, was gar nicht so schlecht ist. Das schalte ich aber wieder aus. In der Mitte ist die Navigation und rechts, wie gesagt, die Fahrtinfo. Wenn wir auf Menü gehen, können wir jetzt auch die Startbildschirmsymbole bearbeiten. Das sind die 12 Symbole sowie die weiteren 4 auf der zweiten Seite, die wir wirklich frei konfigurieren können. Hier ist das Prinzip dasselbe wie zuvor. Einfach drücken, dorthin ziehen, wo man es braucht und wieder loslassen. Ich habe das hier nach meinen Ansprüchen sortiert. Jetzt merke ich gerade, dass es sich nach hinten verschoben hat. Also es ist nach meinen Ansprüchen sortiert. Alles, was ich nicht brauche, habe ich auf die zweite Seite gezogen. Handbuch, Hinweise, Sprachnotizen, USB-Video nutze ich einfach selten. Ansonsten haben wir hier jetzt alle Optionen. Diese können wir speichern. Und so sieht es wieder in groß aus. Dann noch auf dem Hauptbildschirm, beziehungsweise eigentlich auf jedem Bildschirm zu sehen, ist oben in der Mitte die Uhrzeit, das Datum und ganz rechts oben in der Ecke sehen wir einfach einmal den UFO-Empfang, dann, dass in meinem Fall jetzt ein Bluetooth-Gerät mit Musik verbunden ist und dass Kia Live aktiv ist. Und wenn wir jetzt nochmal auf Menü klicken, wir haben es schon gesehen, sieht man ganz unten noch das Handbuch. In dem Fall zeigt er uns einen QR-Code an und mit diesem können wir es dann auf unserem Handy anschauen. Dann haben wir bei diesem Modell in der unteren Reihe viele Touch-Tasten. Einmal, um die Map direkt aufrufen zu können, dann Navigationseinstellungen vorzunehmen, eine Favoritentaste, die man frei belegen kann, Suchtaste für Tracks weiterspielen oder nächster Radiosender bzw. Suche, dann direkt ins Radio springen, Media springen, also USB oder Bluetooth Audio und Setup für die Einstellungen. Dann können wir natürlich auch einfach auf die 3 Kacheln tippen und kommen dann in diesem Fall direkt ins Radio und dort in die Favoriten. Man kann aber auch sich die gesamte Liste hier oben rechts anzeigen, was das Radio gerade so empfängt. Dank DAB und FM sind das schon sehr viele Sender, auch hier im Münchner Raum. Da kann man gar nicht meckern. Es gibt auch hier noch die Bandeinstellungen, ob man DAB und FM oder AM hören will. AM habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Und hier unten rechts ist ein Scan-Button versteckt. Dort scannt er jetzt nochmal nach den Sendern. Wenn wir oben ins Menü gehen, kann man einen Favoriten autosortieren auswählen, die Favoriten neu anordnen, Favoriten entfernen, die Anzahl der Favoriten festlegen oder eine manuelle FM-Frequenz-Einstellung vornehmen. Kann man entweder hier oben über dem Band etwas suchen oder hier zum nächsten Sender springen, den er findet. Ansonsten kann man sich im Menü noch TA einschalten, also ob Verkehrsinfos eingespielt werden sollen. Regional, weiß ich gar nicht, was das genau ist, wahrscheinlich regionale Sender. Eine DAB-FM-Umschaltung,
Dann kann man hier direkt in die Audio-Einstellungen springen, wo man Fader, Balance, Equalizer und so weiter einstellen kann. Und man kann den Splitscreen aktivieren, wobei man das auch rechts über diese Taste sich reinholen kann oder auch wieder ausblenden kann. Wie zuvor können wir auch über die Navigationskachel direkt in die Karte springen. Dann haben wir die ganze Karte in groß, können dort ganz normal wie bei jedem Handy auch hineinzoomen. Man sieht seinen Standort und hier sieht man es an den grünen und gelben Linien schon ganz schön. Es wird auch die aktuelle Verkehrsinfo über Kia Live eingeblendet. Dazu haben wir hier oben auch noch die Home-Taste, dass wir wieder zurück in den Home-Bildschirm kommen. Man kann auch übrigens über die Map-Taste natürlich in die Map kommen. Dann kann man die Kartenansicht einstellen, ob 2D, 2D nach Norden oder 3D der Route folgend. Navigationsansage kann man die Lautstärke einstellen oder deaktivieren. Dann können wir hier wieder zoomen, über Plus und Minus sowie Auto einstellen, dass er sich automatisch zoomt. Hier ist das Symbol für den Blitzerwarner. Damit kann man einen Blitzer melden. Wobei in dieser Version, wo ich noch habe, ist das deaktiviert. Erst im neuen Update mit UFO 2 geht der Blitzerwarner wieder. Dann haben wir unten noch ein Menü. Da kann man die Route einstellen, welche Routenoptionen, also schnell, langsam, nicht langsam, kurz natürlich. Dann ob Verkehrsinfos angezeigt werden sollen, Autobahnen verwenden und so weiter. Wie in jedem anderen Navi auch. Die Kartenansicht kann man umstellen, ob man 3D-Gebäude zeigen will und die Verkehrsinfo, also die roten Linien und grünen Linien, sehen will. 3D-Gebäude funktionieren in München soweit ganz gut, wie ich das in Erinnerung habe. Wird wahrscheinlich nur in größeren Städten gehen. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. In so vielen Großstädten war ich jetzt noch nicht mit dem Auto. Dann kann man sich POIs anzeigen, ins Adressbuch springen und die Navi-Einstellungen vornehmen. Die Navi-Einstellungen können wir auch erreichen, wenn wir auf Navigation drücken. Da haben wir jetzt erstmal alle Kacheln, bitte alle Symbole für alle Optionen, die wir durchgehen können. In dem Fall kann man hier ganz normal nach Adressen suchen. Die letzten Ziele kann man sich anzeigen lassen. POI-Kategorien durchklicken für Sonderziele. Hier Live-Optionen anschauen, aktuelle Verkehrsinfos, Live-Parkplätze, Live-Tankstellen, Live-POI sowie das Wetter. Kia Service, damit findet man die nächste Werkstatt in seiner Nähe. Routenoptionen kann man ändern, da waren wir auch schon drin. Dann, wenn die Route aktiv ist, kann man sie abbrechen. Dann wieder ins Adressbuch springen, sich die Tankstellen in der Nähe anzeigen lassen, Koordinaten anzeigen lassen. Die Routenübersicht anzeigen, natürlich nur wenn aktiv, Routeninformationen, Umfahrungen eintippen, eine komplette Route planen, sowie geplante Touren abrufen. Dazu gibt es hier unten noch 5 Favoriten, einmal Wohnort und Büro, die man sich eintragen kann und 3 frei belegbare Favoriten. Des Weiteren kann man hier auch die Symbole über das Menü neu anordnen, also sich auch eine eigene Reihenfolge schaffen. Zwischendurch, da ich im ACC-Modus bin, kommt die Warnung vor der Batterieentladung. So, wo war ich gerade drinnen noch? Genau, hier in den Navi-Einstellungen. Die sind über Setup ansonsten zu erreichen, genau. Setup, Navigation, und dann kommen wir auch in diese Navigationseinstellungen. Aber zum Setup nachher mehr. So, dann möchte ich euch noch einmal anzeigen, was wir unter der Fahrtinfo sehen können. Aktuell sieht man, er sagt, dass wir die Funktion nur bei laufendem Motor verwenden können. Auch wenn ich jetzt die Zündung einschalte, ändert sich daran nichts. Es wird hier nur das Geschwindigkeitslimit aktuell eingeblendet. Aber ich starte jetzt einmal den Motor und dann schauen wir, was in der Fahrtinfo angezeigt wird. So, der Motor läuft.
er zeigt uns in der Fahrtinfo jetzt die letzte Fahrtstrecke an. Ich bin jetzt seit dem Motorstart 0 Kilometer gefahren, ja, habe auch gerade erst gestartet und habe eine Standzeit von 100%. Das passt sich an, Fahrzeit, Standzeit mit den Minuten oder auch Stunden, je nachdem wie lange man fährt. Und dann kann man immer sehen, wie viel stand ich denn eigentlich in der letzten Zeit. Dann können wir über die Pfeile oben rechts und links nochmal andere Infos anzeigen. Wie stark hat man abgebremst, wie stark hat man beschleunigt. Das sieht man jetzt natürlich leider nicht. Und wie ist die Tempoverteilung? Ich bin jetzt natürlich noch keine Geschwindigkeit gefahren, deswegen alles bei 0. Und wenn wir auf die Kachel tippen, kommen wir auch in eine größere Anzeige. Dort werden dieselben Infos einfach nochmal angezeigt. So, als nächste Taste haben wir unten die Favoritentaste. Diese kann man wie gesagt frei belegen. In meinem Fall habe ich sie mit der Telefonprojektion, in meinem Fall Android Auto, belegt. Wenn ich nun hier drauf drücke, meckert er, ich soll doch bitte ein USB-Kabel mit einem passenden Telefon anschließen. Das würde ich jetzt auch einmal machen. So, er hat ein USB-Gerät gefunden, Android Auto ist aktiviert, mein Handy vibriert auch schön. Dann drücke ich einmal die Taste und er springt jetzt direkt ins Navi rein. Dort haben wir eine Home-Taste und dort sind alle Apps, die ich nutze. Unter anderem nutze ich eigentlich hier nur Spotify oder auch mal MyTuner Free in dem Fall. Das war die einzige gute App, die ich für Internetradio gefunden habe. Ansonsten ist es hier ganz normal Android Auto mit dem großen Problem, dass man nur 2/3 des Bildschirmes nutzen kann und hier rechts immer dieses Android Auto steht, was nicht so schön ist. Und aus Android Auto kommt man immer über diesen Kia Beenden-Button wieder zurück ins Kia-System oder über Android Auto oder meine Favoritentaste in dem Fall wieder mitten in Android Auto. Da es manchmal umständlich ist, hier schnell auf die Taste zu drücken, also Home und dann hierher, tippe ich, wenn ich im Android Auto bin, meistens irgendwie schnell auf Map und hier auf Home, dann komme ich auch wieder zurück. Und jetzt auch wichtig, wenn Android Auto verbunden ist, wenn man auf Media tippt, kommt man auch in Android Auto zurück. Als nächstes haben wir hier unten noch die Radiotaste. Das Radio habe ich ja schon kurz gezeigt. Dann haben wir die Media-Taste, die springt in dem Fall auf mein Handy und spielt sofort per Bluetooth Musik ab. Hier gibt es dann auch nochmal Einstellungen. Man kann die Medienquelle wechseln, je nachdem, was gerade verbunden ist. In meinem Fall nur Bluetooth-Audio. Man kann das Gerät wechseln, also das Bluetooth-Gerät, das verbunden ist. Man kann in die Audio-Einstellungen springen. Man kann das Handbuch sich anzeigen lassen, also wieder den QR-Code, genau. Und man kann wieder den Splitscreen einschalten. Und im letzten Schritt möchte ich noch einmal ins Setup springen, dass ihr das auch gesehen habt. Hier sind auch wieder 10 Symbole in diesem Fall. Diese kann man auch wieder manuell anordnen, in der Reihenfolge, die man möchte. Es gibt hier auch eine Taste, nennt sich Bildschirm aus. Da kann man sich den Bildschirm ausschalten, einfach wieder auf den Bildschirm tippen und er geht wieder an. Dann hat man hier als erstes die Fahrzeugeinstellungen. Diese sind aber erst nach dem Start des Fahrzeugs verfügbar, beziehungsweise wenn man einfach die Zündung startet. Im ersten Schritt kann man die Fahrerassistenzsysteme einstellen. Also als erstes das SCC-Ansprechverhalten. Wir sehen auch rechts, was passiert bei Beschleunigung des vorausfahrenden Fahrzeugs. Soll das Auto schnell reagieren und schnell beschleunigen oder normal oder langsam? Ich habe es auch schnell eingestellt, da es einfach angenehmer ist, da es ohne Verzögerung beschleunigt, das Auto. Dann kann man sich noch mehrere Fahrerassistenzsachen anzeigen lassen. Eine Nachricht, wenn das vorausfahrende Fahrzeug losfährt. Das ist im Stauassistenten ganz interessant, da nach 3 Sekunden das Auto diesen quasi abstellt und nicht selbst wieder anfährt, sondern man muss erst bestätigen, dass es weiterfahren soll.
Dann den LFA-Spurfolgeassistent kann man einschalten und eine Tempolimit-Warnung. Dann können wir den Warnzeitpunkt einstellen, ob wir eher normal oder später gewarnt werden sollen. Ich glaube, das ist für den Notbremsassistenten. Dann die Fahreraufmerksamkeitswarnung, das ist die Müdigkeitserkennung. Kann man auf normal, hohe Sensitivität oder ausstellen. Dann Sicherheit vorne. Aktiver Assistent, dass er wirklich selbst auch abbremst im Notfall oder dass man nur eine Warnung bekommt. Wobei selbst wenn er aktiv ist, kriegt man erst die Warnung und dann, selbst getestet, steigt er in die Eisen. Die Spursicherheit kann man einstellen. Spurhalteassistent heißt, er lenkt aktiv zurück. Spurverlassenswarnung, er warnt nur. Dann kann man den toten Winkelassistenten ein- oder ausschalten. Also Warnung in den Spiegeln. Bei der Sicherheit parken kann man den Querverkehrsassistenten einschalten. Man kriegt dann eine Meldung, ob von links oder von rechts noch ein Auto kommt, wenn man das nicht einsehen kann. Ist echt praktisch. Und dann kann man die Lautstärke der Parksensoren einstellen, ob diese leise sein sollen, mittel oder eine hohe Lautstärke. Gut, als nächstes kann man beim Fahrzeug die Klimaanlage einstellen, wobei hier gibt es nur die automatische Belüftung. Wenn er es erkennt, soll er automatisch entfeuchten. Und auch die Klimaanlage einschalten, um die Windschutzscheibe zu belüften, genau. Dann kann man das Licht einstellen. Will man die Ambientebeleuchtung einschalten, das ist eine weiße Leuchte im Fußraum des Fahrers. Ich habe es ausgestellt, da ich eine eigene LED-Leiste in jedem Fußraum habe, die ich in jeden Farben einstellen kann. Deswegen brauche ich jetzt nicht noch zusätzlich das weiße Licht. Dann kann man den Komfortblinker einstellen. Soll dieser 3-mal blinken, 5-mal oder 7-mal, wenn man ihn einmal antippt. Und dann kann man das Scheinwerfer-Timeout einstellen. Das heißt, nach Abschalten des Motors bleiben die Scheinwerfer und Rücklichter noch 15 Sekunden aktiv an. Dann kann man die Türen einstellen. Einmal das automatische Verriegeln, soll das ab einer Mindestgeschwindigkeit passieren. Oder bei Gangwechsel, in dem Fall, wenn man vom P auf D schaltet, wird er schon abschließen. So habe ich es eingestellt. Dann, wann sollen die Türen wieder aufgehen, wenn man in den P schaltet oder das Fahrzeug ausstellt. Ich habe es auch auf P, weil es macht ja keinen großen Unterschied, weil wenn man auf P stellt, schaltet man im Normalfall das Auto auch gleich aus. Dann kann man die Servo-Heckklappe, also die automatische elektrische Heckklappe einstellen. In dem Fall würde sie nicht aktiv sein. Und dann die intelligente Heckklappe einstellen. Das ist der Teil, wenn man sich mit dem Schlüssel dem Heck nähert, dass er dann bei abgeschlossenem Auto automatisch nach, ich glaube, 3-mal Piepen den Kofferraum öffnet. So, hier kann man Kombi-Instrument einstellen. Einmal den Serviceintervall aktivieren und auch zurücksetzen. Dann kann man einstellen, wann der Energieverbrauch resettet werden soll. Ich habe es auf Aus, weil ich das immer manuell mache. Dann kann man Inhalte auswählen, die man angezeigt haben möchte. Ganganzeige, Pop-up. Ich glaube, Schaltempfehlung war das. Dann Wischer-Lichtanzeige. Das heißt, wenn man das Licht ändert oder den Scheibenwischer einstellt, dass er das auch im Display anzeigt. Und eine Warnung bei Klettergefahr. Das war, glaube ich, bei plus 3 oder 4 Grad. Und dann kann man den Begrüßungston ein- oder ausschalten, der zusammen mit der Kia-Animation läuft. Bei Komfort kann man die Spiegel- und Lichtwillkommensfunktion einschalten. Also wann sollen die Spiegel aufklappen, bei Türentriegelung oder bei Nähern des Fahrers, habe ich beides eingestellt. Das heißt, wenn man aufs Auto zugeht, gehen die oder klappen die Spiegel schon aus. Dann kann man hier einstellen, soll das Wireless-Ladegerät, also das QI-Ladegerät, aktiv sein und soll beim Rückwärtsgang einlegen, wenn es regnet, automatisch der Heckwischer angehen. Unter Sitz und Lenkrad kann man eigentlich nur eine Option einstellen. Ich habe ja das Komfortpaket mit elektrischem Sitz und hier kann man einstellen, was passiert, wenn die Tür aufgeht. Soll der Sitz ganz nach hinten fahren oder nur ein Stückchen nach hinten fahren oder gar nicht nach hinten fahren zum Aussteigen. Und als allerletztes kann man die Standardeinstellungen wiederherstellen. So, als nächstes kommen wir in die Navigationseinstellungen. Hier kann man die letzten Ziele sich anzeigen lassen, egal ob beim Start oder auch nicht.
Dann den Satellitenstatus sich anzeigen lassen. Da sieht man, wie viele Satelliten er gefunden hat, auf welcher Höhe ich bin, an welchem Standort ich bin. Und die Landesinformation kann man sich anzeigen lassen. Wir haben eine Richtgeschwindigkeit von 130, auf der Landstraße 100 und innerorts 50. Ist im Ausland sicher ganz praktisch, wenn man nicht unbedingt die Geschwindigkeiten kennt. Kann ja auch mal nur 80 oder 90 auf der Landstraße sein. Dann können wir die Anzeige einstellen. Kartenfarbe in 3 verschiedenen Farben. Beziehungsweise nicht Farben, sondern Stilen, würde ich eher sagen. Routenführungslinie. Ich habe Standard rot gelassen. Fahrzeugsymbol habe ich auch Standard rot gelassen. Dann kann man sich die Fahrzeuggeschwindigkeit nochmal anzeigen lassen, wobei das ist jetzt nicht so schön. Deswegen habe ich es ausgeschaltet und das Adressbuchsymbol, dass man direkt reinspringen kann. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird angezeigt. Steht unten links im Tacho-Display auch, aber so zur Info gar nicht schlecht. Dann die automatische Skalierung kann man sich hier selbst festlegen, ab welcher Geschwindigkeit er was einstellt. Das müsste hier sogar die Standardeinstellung sein. Das passt sogar. Und Wechsel zur Karte. Achso, das heißt, wenn das aktiv ist und man irgendwo anders drin ist, wechselt er immer automatisch wieder zur Karte zurück. Aber durch den Splitscreen nutze ich das eigentlich selten. Oder ich habe es nicht eingestellt, ich nutze es nie. So, man kann sich Anweisungen einblenden lassen. Anzeige der Entfernung, entweder wie weit ist es noch bis zum Ziel oder bis zum nächsten Abschnitt. Dann, was soll hier sonst noch angezeigt werden? Autobahnkreuz Detailansicht, also welche Spuren man quasi folgen soll. Ob den 3 geradeaus oder 2 auf eine andere Autobahn zum Beispiel. Dann soll die Straßen- und Ortsnamen ausgesprochen werden. Grenzübergangsinformationen, das heißt, wenn man über die Grenze fährt, werden einmal die Informationen eingeblendet, wie schnell man hier fahren darf. Routenübersicht beim Anhalten anzeigen. Da springt er dann auf eine Gesamtübersicht der Route und nicht nur auf die Anzeige, was wir jetzt eingestellt haben, 200 Meter oder so Umkreis. Dann Parkinformationen bei Verbindungen. Ist ja nie schlecht, wenn man mal einen Parkplatz sucht. Radarkontrollenwarnung kann man hier einschalten, ob er einen davor warnen soll. Dann die Lautstärke der Kamera-Warnfunktion kann man sich nochmal einstellen. Da kommt dann ein schöner Piepton, wenn ich mich richtig erinnere. Kamera-Warnfunk bei Entfernung abhängig von Geschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich einfach die Einstellung, ab welchem Abstand er es anzeigen soll. Das kann man hier auch nochmal manuell einstellen, ob man 100, 300 oder 500 Meter davor gewarnt werden will. Und das auch nochmal auf der Autobahn. Ich habe das auf automatisch. Aktuell geht es, wie gesagt, mit dem System eh nicht. Erst wieder mit UFO 2. Das Update werde ich auch noch vornehmen. Und dann kann man sich hier noch das Adressbuch importieren oder exportieren. Ich habe es wohl nicht drin, deswegen sind beide Optionen ausgegraut. Ansonsten war es das mit den Navigationseinstellungen. Dann haben wir hier die Geräteverbindung mit den ganzen Bluetooth-Verbindungen. Man kann Android Auto und Apple CarPlay einschalten. Bei Daten und Netzwerk hat man die Infos zum UFO-System. Wann wurde es registriert? Wie lange läuft es noch kostenlos? Was auch immer es mal in 7 Jahren kosten soll. Und Kia Live gibt es hier auch noch ein paar Infos. Also man muss hier die Informationsfreigabe aktivieren, sonst funktioniert das, glaube ich, eh nicht. So, unter erweitert. Die Option hatten wir auch schon in den Navi-Einstellungen. Genau, dass er nochmal zurück auf die Karte springt. Dann kann man den Tune-Regler einstellen, also den hier rechts, was er damit machen soll. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie genutzt. Deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen. So, hier ist die benutzerdefinierte Taste, die Favoritentaste, die man selbst einstellen kann. Ich zeige euch hier einfach alle Funktionen. Entweder springen wir auf den Startbildschirm, kann den Bildschirm ein- und ausschalten, in die Favoriten springen, Telefonprojektion, wie ich es habe, also Android Auto, Apple CarPlay, Telefon, Bluetooth Audio, UFO oder Kia Live. Dann kann man einstellen, was soll alles angezeigt werden, wenn man die Mode-Taste am Lenkrad drückt. Ich habe hier alles deaktiviert, was ich nicht brauche. AM brauche ich nicht, USB-Video brauche ich nicht.
Genau, die anderen 3 Punkte, also 4 Punkte sind noch interessant. Dann kann man hier nochmal die ganzen Widgets und Startbildschirm, Symbole bearbeiten, wie auch über die Menütaste auf dem Home-Bildschirm. So, dann kann man sich anzeigen lassen, was im Splitscreen passiert oder was man dort durch Scrollen erreichen kann. Hier rechts sieht man auch hoch und runter wischen im Splitscreen. Dann wieder meine Daten und zurück. Unter Allgemein ganz normal Datum und Uhrzeit. Das einzig Interessante war hier jetzt bei der Sommerzeitumstellung, man musste es manuell deaktivieren, dass Winterzeit angezeigt wird. Ist ein bisschen komisch, sollte eigentlich ein bisschen moderner gehen heutzutage, aber ist leider so. Man kann die Sprache einstellen, die ganzen Tastaturen, die man nutzen will, die Maßeinheiten. Ist eigentlich auch nicht schlecht, weil hier statt Bar meistens PSI steht. Genauso beim Turboladedruck, aber wir haben ja in Deutschland meistens Bar. Dann kann man einen Bildschirmschoner einrichten. Den habe ich noch nie gebraucht. Ich weiß auch nicht, wann der... Achso, bei ausgeschalteten Bildschirm. Okay, das heißt, wenn ich Digitaluhr einstelle und jetzt ausschalte, durch gedrückt halten, zeigt er hier die Digitaluhr an. Ist eigentlich gar nicht schlecht, könnte ich auch mal einstellen. Wobei das Radio meistens immer an ist. Wieder aus. Und man kriegt noch eine Systeminfo. Genau, Versionsinfo. Ich habe jetzt die aktuelle Software noch nicht. Diese, wo ich habe, ist vom 28.01.2020. Ich werde in den kommenden Tagen das Update durchführen auf UFO 2. Anderes Design, Kacheln sind weg, diese 3 auf dem Startbildschirm. Ist ein bisschen mehr ein lila Touch drin. Genau, aber das will ich euch dann auch noch zeigen in einem anderen Video. Kann man sich hier Speicherinformationen anzeigen. Man hat wohl 128 Megabyte für die Sprachnotizen, die man aufnehmen kann. Hier springt man nochmal ins Handbuch, wo auch nur der QR-Code angezeigt wird und man kann es auf Standard zurücksetzen. Als nächstes noch in die Audioeinstellungen. Hier ganz normal Fader Balance kann man einstellen, ob der Ton weiter vorne oder weiter hinten sein soll. Ich habe es ganz normal auf der Mitte, weil es so sich am besten anhört. Wenn ich es auf mich als Fahrer stelle, klang es jetzt nicht immer so optimal. Dann die Lautstärke-Einstellungen für den Systemsound. Kann man alle Optionen sich hier so einstellen. Das funktioniert auf den Sachen eigentlich ganz gut. Wie laut die Medien und so weiter von Android Auto sein sollen oder Apple CarPlay. Bei den Medien habe ich jetzt vorhin runtergedreht, deswegen sind die auf 1. Unter erweitert die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke. Habe ich noch nie so richtig verstanden, muss ich zugeben. Aber auf niedrig und selbst wenn ich dann 200 fahre, das hört sich immer noch gut an, ohne dass ich es lauter stellen muss. So, hier ist der Equalizer. Dazu habe ich ja auch schon ein Video vom JBL Soundsystem hier im Auto gemacht. Ich habe da einen Bass auf 7, ich stehe auf Bass und der kommt hier auch super rüber. Ein bisschen die Mitten angehoben, die Höhen auch ein bisschen angehoben und so finde ich es echt gut. Dann Lautstärke-Verhältnis. Genau, Navigationen sollen priorisiert werden, Annäherungen sollen, Verringerung der Audiolautstärke bei eingelegten Rückwärtsgang ist auch nicht schlecht. Das heißt, wenn man Rückwärtsgang einlegt, wird die Musik automatisch lauter. Navigation bei Anrufen habe ich ausgeschaltet. Wenn man mal telefoniert, dann quatscht einem niemand dazwischen. Und die Lautstärkebegrenzung bei Systemstart. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man laut ausgestiegen ist und es dann einsteigt, ist es nicht wieder volle Lautstärke. Und dann kann man noch die Navigationslautstärke einstellen. Hier entweder stumm schalten oder hier unten diese beiden Optionen. Wobei ich die jetzt so auf den ersten Blick gar nicht verstehe, kann man auch noch einstellen. Und zu allerletzt hier haben wir auch noch mal den Punkt für Tastentöne. Die kann man ausschalten. Da hat man jetzt keinen Tastenton mehr oder man stellt es sich wieder ein. Ich habe es immer aktiviert gelassen und lasse es auch aktiviert. So, als nächstes die Medieneinstellungen. Ordner wiederholen, wenn der einmal durchgelaufen ist. Ist okay, dann muss man nicht selbst tätig werden. Und man kriegt eine Benachrichtigung bei Titelwechsel. Kommt von oben nach unten dann. So, als nächstes noch die Bildschirmeinstellungen. Hier haben wir wieder Bildschirm aus. Dann der Dimm-Modus, je nach Lichtverhältnissen, entweder Tag- oder Nachtmodus.
Ich habe es immer auf automatisch. Die Helligkeit mit Armaturenbrettbeleuchtung verknüpfen. Das heißt, wenn man links neben dem Lenkrad die Armaturhelligkeit einstellt, ist das hier automatisch gleich. Man kann es aber auch manuell im Tag- und Nachtmodus noch einstellen. Man könnte sich einen Blaufilter anzeigen lassen. Dazu müsste ich jetzt noch einmal die Uhrzeit wahrscheinlich hier umstellen, dass man es einmal sieht. Genau, ich weiß nicht, ob man es jetzt direkt erkennt, aber es wird ein bisschen brauner, meiner Meinung nach. Aber brauche ich in dem Fall nicht. Auch nachts ist die Anzeige echt gut. Dann hier gibt es noch eine Anzeige- und Seitenverhältnis, aber die kann ich gerade nicht auswählen. Wer weiß warum. Und man kann auch als allerletztes die Spracherkennung einstellen. Will man ausführliche Anweisungen haben oder eher kurze oder gar keine. Und man kann die Online-Spracherkennung nutzen. Das heißt, über Kia Live schickt er das an den Server, die Frage, und dann wird es berechnet. Das heißt, man kann ein bisschen freier wohl einsprechen. So, als allerletztes nochmal würde ich in die Medien kurz springen. Das bitte ohne Ton. Und hier euch nochmal den Splitscreen zeigen. Den kann man, wie gesagt, über diesen Pfeil von rechts einblenden lassen. Entweder man zeigt sich die Map an, man zeigt sich nochmal das Radio an, ist hier ein bisschen unnötig. Man kann sich die Klimaanlageneinstellungen anzeigen. Dazu muss der Motor nicht laufen, ich müsste nur die Klimaanlage einschalten. Genau, weil ich auf Off war wegen der Lüftung. Dann kriegt man hier eigentlich normale Infos angezeigt. AC unten an und aus, Automodus aus. Und dann ich brauche es ehrlich gesagt nicht, weil ich sehe ja direkt hier unten an den Einstellungen, was passiert ist. Dann kann man sich das Wetter einblenden lassen, die Fahrtinfo, Navigationsstatus bzw. ein Kompass und die Koordinaten. Und ich hatte es vorhin deaktiviert, man könnte sich auch die Uhr nochmal einblenden lassen, wobei brauche ich nicht, ich habe die Uhr einmal hier oben. Wenn man jetzt in die Map geht, würde er auf beiden Seiten Map anzeigen. Aber da kann man ja dann zum Beispiel sich hier das Radio anzeigen lassen. So, und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich habe, glaube ich, jetzt das meiste gezeigt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.